Liebe Mixing-Freunde, willkommen zurück bei Bastis Bassstunde Mixing the Wing Special. Heute Episode 3 und wir mixen heute Bass und Gitarren. Wir haben ja im Vorfeld schon das Routing angelegt. Wir haben im Vorfeld schon das Drumset in den letzten beiden Episoden oder in der letzten Episode das Drumset gemischt. Ja, und heute mischen wir einfach Bass und Gitarren dazu. Wie immer mache ich euch natürlich an der Stelle das Angebot, abonniert meinen Kanal, da unten ist der Subscriber-Button, da klickt ihr drauf, aktiviert die Benachrichtigungen und dann verpasst ihr auch keine Folge Bastis Bassstunde mehr. Und jetzt gehen wir an die Gitarren und an den Bass. Als allererstes hören wir jetzt nochmal ganz kurz rein, was wir in der letzten Episode schon gemacht haben. Ich lasse mal kurz einfach das gemischte Drumset laufen. Also ihr hört, fettes Drumset, wir haben ja hier schon die Snare parallel komprimiert, wir haben einen New York Compression Bus angelegt und wir haben einen Room-Effekt hinzugefügt. Jetzt schauen wir uns einfach mal den Bass an. Dazu mute ich jetzt einfach mal die beiden Drumgruppen, die interessieren mich jetzt erstmal nicht. Und wir fokussieren uns jetzt mal rein auf den Sound von dem Bass, der hier eingespielt ist. Dazu lasse ich laufen und schiebe mal den Fader ein bisschen nach oben. So, also der klingt schon mal ganz gut. Als allererstes lege ich mir hier jetzt mal einen Kompressor fest. Das heißt, ich schiebe hier wieder mal in meiner Plugin-Kette rum und ich hätte hier gerne, den nehme ich sehr gerne für den Bass, einen LA-Leveler und den stelle ich jetzt mal so ein, dass er den Bass einigermaßen sauber komprimiert. So, das war es im Prinzip schon. Allzu viele Möglichkeiten der Einstellung bietet der Gute ja nicht. Was ich dann noch mache ist, ich lege mir hier auf den Gate-Slot einen Dagger drauf. Warum ich das mache, werdet ihr später gleich sehen. Und dann gehen wir noch in den Equalizer und mischen den Bass ein bisschen, ja, einfach ein bisschen kompakter, dass er nicht gar so wummert. Das heißt, ich würde auch beim Bass grundsätzlich zu einem Low-Cut tendieren. Man muss immer ein bisschen aufpassen, wo die tiefste oder was der tiefste Ton in einem Lied ist und dann entsprechend halt knapp drunter gehen mit der Frequenz. Ich denke jetzt mal einfach hier mal 25 Hertz, dass diese ganz tiefen Wellen abgeschnitten sind, die kosten uns sonst unnötig Leistung der Anlage. So, dann würde ich hergehen und würde sagen, wir ziehen mal hier so im Bereich 125, 150 Hertz ein bisschen was raus. Das müssen wir gleich mal schauen, welche Frequenz das wir dann nehmen. Über diesen, also so in den unteren Mittenbereich, da möchte ich ihn noch ein bisschen anschieben später. Und hier oben, das ist immer situationsabhängig, ob ich hier was rausziehe oder drin lasse. Ein bisschen, die Höhen können wir cutten. Ja. Jetzt hören wir einfach mal und ich drehe es einfach mal hin, dass es passt. Ja, so lasse ich ihn jetzt mal. Und jetzt natürlich die Frage, was hast du mit dem Dagger vor? Ganz einfach. Ich möchte, dass jedes Mal, wenn die Bassdrum kickt, der Bass ein Stück zurückgezogen wird, sodass die Bassdrum mixtechnisch immer vor dem Bass steht. Dass quasi
der Bass immer ein Stück hinter die Bassdrum rückt. Und dazu müssen wir jetzt natürlich mal Kickdrum und Bass zusammen laufen lassen. Das heißt, ich mache jetzt hier mal geschwind alles aus, was nicht Kickdrum oder Bass ist, damit wir das sehen. Ich habe es gerade mal übertrieben, da habt ihr gehört, da geht der Bass, der geht richtig zurück. Den Attack stelle ich natürlich von 100 Millisekunden noch ein bisschen runter, dass der das sofort macht. Und den Hold stelle ich runter auf, naja, sagen wir mal 25 Millisekunden und den Release auf so um die 40. Und ich habe hier 3 dB Range eingestellt, das heißt, ich will es ja nicht übertreiben. Ich will ja bloß, dass die Bassdrum ein Stück vom Bass ist, deswegen 3 dB ist hier völlig in Ordnung. Hören wir noch mal rein. So, und somit dackt der Bass immer um jetzt 4,5 dB weg, sobald ein Bassdrum-Schlag kommt. Das ist übrigens eine sehr gute Möglichkeit, seinen Mix ein bisschen, ja, einfach auch transparenter zu machen. Weil oft hat man das Problem, dass sich Bassdrum und Bass an gewissen Stellen im tiefen Frequenzbereich überschneiden. Und so differenziert man eben klar, dass die Bassdrum vorm Bass steht. Gut, damit bin ich eigentlich mit dem Bass schon fast zufrieden. Was man noch machen kann, der Bass klingt recht clean. Es gibt hier auch verschiedene Amps, die werden mitgeliefert bei den Effekten. Ich gehe jetzt mal einfach hier rüber in einen freien Slot und wähle mir mal so einen Amp aus. Zum Beispiel nehmen wir mal hier den Rock Amp. Und den kann ich jetzt mal in meinen Bass Insert routen. Ich nehme hier wieder den Prefader Insert. Genau, und jetzt könnte ich hier mal ein bisschen spielen mit dem Drive und so weiter und schauen, ob das den Bass noch ein bisschen rockiger, knackiger, aggressiver klingen lässt. So, den Preamp, den Drive stelle ich mal ziemlich runter und dann schauen wir mal, was passiert. Ich habe den selber noch nie probiert, ich probiere das jetzt einfach mal. So, ich finde es ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir ganz gut. Als nächstes wagen wir uns an die Gitarre ran. Die ist natürlich standardmäßig schon vorkomprimiert, verzerrt und hat auch schon diverse Effekte drauf. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal, wie wir sie im Mix platzieren. So, für die Gitarre, weil sie ja eh schon leicht vorkomprimiert ist, würde ich einfach den ganz normalen Wing-Kompressor hier nehmen und den einfach mal so einstellen, dass er die noch ein bisschen flatter macht. So, von der Komprimierung her. Dann bei der Gitarre. Ich würde jetzt hier auch mal zum Wing Equalizer greifen. Man kann natürlich mit dem anderen Equalizer hier auch probieren, aber ich finde den eigentlich immer ganz gut. Das heißt, ich würde hier im unteren Frequenzbereich vielleicht ein bisschen pushen, nicht allzu viel. Hier ziehen wir ein bisschen was, um mehr Platz für den Gesang zu lassen, und hier oben geben wir dem Ganzen mal wieder so ein kleines, ja, so ein dezentes, seidiges
Grünchen. Jetzt hören wir mal in die Gitarre rein. Ich mute mal alles andere. Ich lasse mal so, wir hören uns mal alles miteinander an. Das passt doch schon mal ganz gut. Eine Gitarre haben wir jetzt noch hier. Das ist eine Clean-Gitarre, die spielt immer in der Strophe. Die klingt eigentlich von Haus auf gar nicht so schlecht. Das Einzige, was ich jetzt hier noch mache, ist, ich nehme einen Chorus aus den Effects. Da ist er, Stereo-Chorus. Und lade den auf meine Clean-Gitarre rein. In den Insert. Und jetzt hören wir uns mal nur diese Gitarre an. So, die Gitarre mache ich jetzt einfach ein bisschen dünner. Das heißt, ich nehme hier einen High- und Low-Cut. So, und ziehe bei der Gitarre einfach auch unten noch ein bisschen untere Mitten raus. Schauen wir mal. So ist sie dünner. Vielleicht gebe ich hier noch ein bisschen was drauf, dass sie ein bisschen seidiger wird. Okay, hören wir uns das Ganze mal mit Bass und Drumset an. Die zweite Gitarre hier, die spielt eigentlich bloß am Ende vom Song einen ganz kurzen Einwurf. Die lasse ich jetzt einfach hier für unsere Mixing-Demonstration mal weg. Und ja, dann sind wir für heute eigentlich schon soweit durch. Ich sage danke euch fürs Einschalten und beim nächsten Mal machen wir dann noch die Keyboards und die Vocals. Vielen Dank, euer Basti.